Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, wir sind in Berlin, wir sind hier beim Kebabladen und wir sind nicht alleine, sondern mit Roat. Danke für die Einladung, danke, dass ich am Start sein darf. Auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, was wir hier heute machen, warum wir uns gemeinsam getroffen haben, das erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran, viel Spaß. Let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einer neuen Folge. Wie bereits eben erwähnt, darf ich Roat mal dazu begrüßen. Letztens mit Abo gedreht und tatsächlich muss ich aber sagen, wir sind schon länger im Kontakt, weil du hast bei mir in der Nähe Düsseldorf so dein Lager mit Klamotten etc. pp. Genau. Und da hast du immer gefragt, ob wir nicht mal Bock haben, was zu machen, ne? Safe, weil ich finde den Typen beeindruckend. Ich wollte das einmal in Real Life sehen, ob das wirklich, weil das sieht ein bisschen aus wie AI. Wie AI, ne? Abo hat auch gesagt, der sagte so, als er das erste Mal so das so gesehen hat oder auch viele andere sagen, die konnten das nicht glauben, so, ne? Ich kann das immer noch, also ich werde es gleich sehen. Mal Aber ich muss dir sagen, ich habe schon was gegessen. Ja? Ja. Und muss aber gleichzeitig, das kann ich euch verraten, du bist eigentlich aktuell auch nicht in einer guten Verfassung, du bist auf Diät, ne? Ja, mein Magen ist ein bisschen klein gerade eigentlich, aber ich versuche mein Bestes. Sind schon die ersten Ausreden. Ich hab eine Pizza gegessen, er ist am Diäten. Aber der Grund, warum, weshalb wir hier sind, mein Lieben, kann ich euch mal zeigen. Du hast es, glaube ich, auch noch nicht gesehen, ich habe es dir nur erzählt. Urban Kebab. Okay. Meine Lieben, Urban Kebab hat ein Reel auf TikTok abgesetzt. Ich zeige euch das mal so ein bisschen, könnt ihr jetzt einfach mal sehen. Und zwar geht es darum, die haben angekündigt, dass sie den größten Döner Berlins haben. Ist jetzt so Anfang Mai gewesen, ne? Und da haben wir einfach mal gesagt, weil wir hatten mal überlegt, was wir bei ihm im Stream machen, ne? Irgendwie verschiedene Sachen. Und da habe ich dir davon berichtet, dass du gesagt hast, ja, schauen wir mal, ob es der größte ist. Der ist schon gigantisch. Schaffst du? Niemals. Digga, du musst optimistisch sein. Ich bin also Wie viele Döner hast du mal realistisch. gegessen? Wie viele Döner hast du mal gegessen? Mehr als 2 noch nie. Ich glaube, das erste Video, wo ich dich mal gesehen habe, warst in Amerika und hast meinen Lieblings-Smashburger-Laden auseinandergenommen. Welchen? 7th Street. 7th Street Burger ist gar nicht so schlecht. Siehst du? Ja, und du hast ihm aber, glaube ich, nur eine 7 oder 8 gegeben. Und ich muss sagen, für mich war es damals der beste Smashburger, den ich je gegessen habe. 7th Street Burger? Ja. Aber das war New York. Ja. Stimmt. Ja. Okay, nee, never mind. Ja, ich fand den viel zu fettig. Genau, und ich fand den deswegen so geil, weil das matschig war. Okay, mein Lieben, ihr seht, es könnte interessant werden vom Geschmack her. Wir schauen jetzt auf jeden Fall, ob es den größten Kebab hier wirklich in Berlin gibt, wie er schmeckt. Und wir machen ein bisschen Unterhaltung. Roat, hast du Bock? Fully. Let's go. Eieiei, Dankeschön. Gerne. Also, mein Lieben, ich würde sagen, wir holen uns ein bisschen fertig. Ich hole auch immer gerne eine Stoppo raus und dann schauen wir mal, wie lange wir auch dafür brauchen. Ich habe ein bisschen Angst, Bruder, weil, guck mal, ich unterschätze dich nicht, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass irgendwas passiert in deinem Magen oder so. Kann da nicht was reißen? Nein. Weil du hast ja schon 10 Kilo. Ja, alles gut, glaub mir. Ich weiß schon, wann Schluss ist. Ja? Ja. Ich habe mittlerweile die Erfahrung, dass ich sagen kann, ich weiß, wann Schluss ist. Okay, gut. Ja. Also, meine Lieben, damit ist alles angerichtet. Ich würde sagen, Roat und ich gehen in den größten Döner Berlins. Wir haben gerade nachgefragt, 35 € kostet das Ganze. Ich wünsche dir gute Nummer. Let's go. Viel Spaß, let's go. Oh, schaut euch das Ding mal an hier. Schaut euch das Ding mal an. Ja, hast du schon mal so einen Döner gegessen? Ein bisschen, man denkt, man hat nichts gegessen. Guck mal bitte mein Biss. Als ob gar nichts weg ist, ne? Das Einzige, was... Boah, ja, es fällt schon raus. Oh, sie haben es aber wirklich geschafft, das Toast kross zu braten. Und ich bleib dabei, auch wenn es hier, ich sag mal, Kalb in dem Fall ist, ne? Muss ich euch ehrlicherweise sagen, ich bin und bleib einfach der Hähnchen-Rind-Typ, weil das einfach für mich geschmacklich zum Döner ein bisschen mehr Nostalgie mitbringt, ne? Wie schmeckt er dir? Bis jetzt fatal. Ist doch gut, ne? Du hast aber einen Weil ich nur an der Seite Brot gegessen habe, ist ja normal. Ja gut, aber das muss ich sagen, feiere ich aber auch am Döner. Hier ist halt so krass, wenn es halt am Ende so richtig schön runtersaftet. Deswegen kann ich nie verstehen, wenn man keine Soßen nimmt, weil ich mag das am Ende, wenn es so richtig matschig ist. Ey Leute, kein Scheiß. Wir haben schon viele Döner gegessen, ne? Aber das Ding ist brutal. Also wie gesagt, wir haben hier einmal nochmal für euch jetzt hier. Ich habe Kalb genommen, komplett Salat wie immer, Knoblauchsoße, Cocktailsoße. Also ist auf jeden Fall ordentlich Soße mit oben drauf, ordentlich Fleisch und Rotkohl. Und Roat hat tatsächlich, was hast du nochmal genommen? Tomate, Zwiebel auf klassisch. Ah, und ohne Soße, ne? Kräuter. Kräutersoße. Ja. Also sind die Geschmäcker unterschiedlich. Wie gesagt, ich würde Hähnchen definitiv bevorzugen oder auch Rind. Aber ihr seht, wie massiv das Ding ist, ne? Wie gesagt, bei dir schmeckt es, hast du gesagt, ne? Ich sag ehrlich, jetzt langsam schmeckt es, aber vorher war Katastrophe. Vorher war nur Brot, ne? Weil es so runtergegangen ist, ne? Ja. Deswegen schneide ich mir auch gerne jetzt einfach so ein Stück ab. Ich glaube, dann habe ich gleich mal den Vorteil, dass ich so ein bisschen mehr von der Inne bekomme, wie so eine Art Dreiecksbrot beim Döner. Und dann sieht man auch einfach mal, wenn man sich jetzt hier so ein Stück abschneidet, gefühlt hast du so einen Döner schon hier so raus, so ungefähr. Also, meine Lieben, Rainer,
Das Einzige, was man sagen muss, meiner ist leider schon ein bisschen kalt geworden. Wir lassen es gut gehen, unterschiedliche Taktiken. Er ist gerade auf Diät. Schlechter geht es gar nicht von den Vorkommnissen her, beziehungsweise Voraussetzungen. Ich habe gerade meine, ich sag mal, 10 Kilo Pizza gegessen. Und wir schauen einfach mal, was geht. Erstmal gehen wir rein, oder? Also, meine Lieben, 10 Minuten sind wir jetzt dabei und du hast gerade gesagt, satt, ne? Ist schon vorbei, so ungefähr, ne? Ja. Vom Geschmack her und allem, ne? Also er hat jetzt, was du sagst, so 1,5 Döner? Ja, ich habe max 1,5 Döner gegessen. 1,5 Döner, ne? Und er sagt jetzt schon, so bei ihm ist eigentlich Ende im Gelände. Jetzt dann schmeckt es halt auch nicht mehr, wenn es halt dementsprechend man schon satt ist. Bei mir ist so, ich habe es gerade noch mal kurz erwähnt, die machen den, glaube ich, relativ neuen XXL, haben es definitiv geschafft, wahrscheinlich den größten Döner Berlins zu machen. Aber dadurch, dass die den zu zweit gemacht haben, relativ lange gedauert hat, war meiner schon relativ kalt, als er gekommen ist, was so ein bisschen schade ist, vom Geschmack nimmt, ne? Gerade wenn man noch ein bisschen länger ist. Aber ansonsten leckerer Döner, ne? Kann man nicht anders sagen. Also. Aber du isst noch ein bisschen weiter oder bis zu Ende? Ich versuche noch. Versuch noch? Chat, ihr könnt mich nicht mit ihm vergleichen. Das sind zwei Welten. Ich glaube an ihn, ich glaube an ihn. Ihr hört, der Chat von uns beiden gibt auf jeden Fall auch weiter Gas. So wie auch wir. 11 Minuten on the clock, sag ich nur. Mein Lieben, ja, ich wollte gerade sagen, 22 Minuten on the clock, ne? Ich habe mittlerweile aus meinem Döner einen Döner-Teller gemacht, weil wenn man jetzt hier so nach und nach das Brot immer hat oder gerade am Anfang bleibt halt mehr Fleisch am Ende über und ihr seht mal, was das für geballte Fleisch ist. Und der Kollege ist schon was rausgeflogen. Bist du ein Fan von Redo XXL? Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ja, aber nicht auf Redo XXL nur auf das Essen gesehen, sondern von Konzept Redo XXL. Ja, Und da das meine zähle ich ich René mit ein, da zähle ich das Essen mit ein und die Location. Weil, das merke ich wieder wie hier, nicht jeder kann XXL. Nicht jeder kann das Konzept XXL und nicht jeder ist Preis-Leistung XXL. Und das darf man nicht vergessen. Und dann noch jemanden zu haben, und ich kenne ihn ja wirklich privat richtig gut mittlerweile. Der hat es nicht einfach, macht sich auch nicht einfach, aber ist ein herzensguter Mensch, kann ich nicht anders sagen. Und deswegen stehe ich hinter ihm und seinem Konzept, kann ich wirklich nicht. Das ist wirklich so. Ja, es gibt halt dieses Dings. Alter. Ja. Es gibt halt so dieses Format mit diesem XXL, das steht halt dafür, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber so umso mehr, umso besser. Es gibt ja so Leute, die achten zwar nicht so krass auf die Qualität, aber die feiern halt dieses Riesenkonzept. Ja. Und das war nicht so meins. Und da ist er aber halt, muss man sagen, in Deutschland hier oben. Gibt es noch andere? Siehst du? Du fragst ja schon. Ja, gibt's auf jeden Fall. Es gibt tausend, also wirklich viele andere. Aber nicht die, so heiß sind wie er. Deswegen sage ich dir, was das angeht. Weißt du, ich feiere ja das Konzept von so Riesenplatten. Digga, als ich dich und Willi gesehen habe, ich musste so lachen, als ich Willi gesehen habe, wie er René nachgemacht hat. Also das habe ich gar nicht so bedacht, dein Lifestyle dahinter. Viele sehen diese Videos. Sehen immer nur die Videos. Sie sehen die Videos und die denken sich, okay, das ist ja, okay, der kann einfach nur viel essen. Ja. Aber es gehört ja viel mehr dazu. Du gehst du isst krank viel. Ja. Am Abend haust du dir dann 10 Liter rein von irgendwas. Ja. Dann an 2 Tage lang isst du nichts und dann musst du auch erstmal die Disziplin haben, nichts zu essen. Und zum Sport zu gehen. Und zum Sport zu gehen und nichts zu essen. Genau. Das heißt, du hast ja ein Hungergefühl auch. Ja. Das heißt, du hast 2 Tage lang volle Hunger. Boah, also morgen würde ich lügen, wenn ich sage, ich habe Hunger. Okay. Der Kost kommt erst so, ich sag mal morgen, späten Abend, wenn frühestens übermorgen den Tag. Ne? Okay, auf jeden Fall hast du dann Ein Tag Hunger dann so. genau einen Tag komplett Hunger und dann geht's wieder los. Dann habe ich wieder Bock zu essen. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn dein Körper so die ganze Zeit auf... Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dein Körper ist so ein bisschen dieses Menschen damals. Genau. Weißt du, wie ich meine? Ja, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Ja. Also Menschen damals haben vielleicht so alle 3-4 Tage oder wenn sie Glück hatten, was zu essen bekommen. Genau. Dann auf einmal sehr viel gegessen. Genau, weil sie nicht wussten, wann kommt das nächste Mal war. Genau. Und dann wieder, wenn sie das bekommen haben. Genau. Was eigentlich die gesündere Variante ist. Weil dein Körper quasi erfasst in der Zeit und entgiftet. Heutzutage ist doch jeder ich sag mal, weil er kann. Wie mit der Tüte Chips zum Beispiel. Dein Körper braucht es eigentlich nicht. Es ist nur der Kopf. Also, meine Lieben, wir gehen damit in die halbe Stunde rein. Und ich gehe mein letztes Dönerbrot. Ich glaube, du hast gar nicht mehr gegessen seitdem, oder? Ich kann nicht mehr, ich bin done. Over and out, Rohes. Salam alaikum, sagt man. Ihr merkt mittlerweile einfach aufgrund der zweiten Sache heute,
Und weil der Döner halt auch schon relativ kalt ist, dass ich einfach so viel Durst habe und das Brot auch und jetzt Fleisch immer schwieriger wird. Wie gesagt, sind jetzt auch nicht meine Favorite-Komponenten, muss man einfach sagen. Aber ansonsten geht es echt noch gut runter. Mit jetzt ein bisschen mehr Wasser, mit ein bisschen mehr Soße. Ich glaube auch vom Eis ist das tatsächlich. Und gleich gibt es noch Eis, habt ihr gehört. Gleich gibt es noch Eis. Na, jetzt noch nicht, du. Ach so, ja, wegen Trinken. Wie oft gehst du da auf Klo? Einmal, weil der Körper speichert alles ein. Du wirst mich morgen nicht wiedererkennen. Die Adern sind morgen alles weg. Ich habe morgen 10 Kilo zugenommen. Alles Wassereinlagerungen. Ich bin morgen wie so ein Michelin-Männchen. Schwamm. Ich kriege meine Schuhe manchmal nicht an. Oder der hat heute 10 Kilo Pizza gegessen und dieses whole Ding. Also das in ganz. Also, meine Lieben, damit gehen wir auf jeden Fall, was unseren Teil angeht, in das letzte Stück vom größten Döner Berlins. Und ich kann euch am Ende sagen, am Ende hat es über den Tag jetzt verteilt mit der Pizza, mit allem drum und dran, mit dem Döner jetzt richtig, richtig durstig gemacht. Dass das in Zukunft, glaube ich, auch ein bisschen mehr schlägt. Ich glaube, das vergisst man auch. Wenn es jetzt noch wärmer draußen wird es noch anstrengender. Weil wenn du dann noch am Schwitzen bist und etc. pp. Ich denke mal, du kennst es ja selber. Ich glaube, im Sommer kann man einfach weniger essen. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Knapp 45 Minuten, 47 Minuten. Gut, also ich habe ungefähr ein Drittel geschafft, würde ich sagen. Also du hast ja auch schon mal gerade gefragt, meine faire Ansicht. Hast du die Hälfte geschafft? Da muss ich ehrlicherweise sagen, hast du nicht. Ich würde sagen so 33%. Aber weißt du, was ich jetzt schon cool von dir fand, Leute, was er gerade erwähnt hat? Weil wir haben es gerade schon im Livestream erwähnt und auch hier, viele wollen stehen mit hunderten Leuten draußen, wollen Fotos machen, wollen uns sehen. Und dein erster Gedanke war, während wir gerade gestreamt haben und gegessen haben, ob man nicht die abgebissenen Sachen von ihm abschneiden kann und ob man das dann draußen verteilen kann, so, ne? Dass auch nichts wieder weggeschmissen wird. Fand ich sehr ehrenhaft, musste ich direkt an denken, weil ich sowas einfach feier. Boah, Robert, ich stoß mit dir an. Hat nämlich geil geschmeckt. Abgesehen davon, dass es mir am Ende kalt war und ich eigentlich lieber Hähnchenfleisch oder so mag, aber ich danke dir jetzt schon mal für den größten Döner Berlins. Ne? Aber ich würde sagen, wir räumen noch mal kurz auf, Yes. machen ein bisschen sauber und dann kommen wir noch einen kleinen Abschlussfeedback. Let's Ne? go. Geschenk von uns. Meine Damen und Herren, ein Geschenk von uns. Ach, die Scheiße. Genau, das hat meine Tante gemacht. Emilia, schöne Grüße. Wow, liebe Grüße Ja. an die Tante. Ja, sorry. Big M und Rot. Danke, dass ihr kommt. Boah, Gute. Bro, da hast du ja mal ein Stück genommen. Ja, der ist zu krass. Also ich werde den noch nicht aufbekommen, glaube ich. Wow. Guck mal, Chat. So sieht der aus. Ich nehme mein M mit. Also da haben sie sich auf jeden Fall, liebe Grüße gehen an die Tante raus, was Shoutout. richtig Geiles ausgedacht. Sehr geil. Also Runde 2 geht weiter, meine Lieben. Kuchen, Dubai Tiramisu, lass dir schmecken. Boah. Oh. Gott, du hast gut gerade. Der ist gute, ne? Ich schwöre es dir, tut das gut. Leute, das ist gerade absoluter Gamechanger. Der ist ja so juicy. Da ist eine Mousse mit drin, da ist eine weiche Schoko mit drin und ein Biskuitboden, Schoko, innen drin Vanille. Das Ding ist böse. Wow. Der ist sehr geil. Tiramisu-Eis. Ich habe das Gefühl, der schmeckt ultra geil, aber schmeckt irgendwie Holz wegen diesem Löffel. Kennst du das? Ja, ja. Weißt du was, vielleicht nimmst du die Gabel. Boah, Leute, diese Geschmacksexplosion gerade ne, nach diesem, sag mal, Monster-Döner. Jetzt der Kuchen. Wenn das jetzt hier noch so ein bisschen aufgetaut ist und jetzt kommt ja meine wilde Variante. Schaut mal, was da unten ist. Das ist ein Big M-Stück. Der U-Bahn-Kebab-Tante-Kuchen mit dem Tiramisu. Ich glaube, ich mache mal das Wort zum Sonntag. Ich danke dir für ein geiles Essen. Hat mir sehr gut geschmeckt. Und wir sehen uns, glaube ich, wieder, ne? Leute, liken, abonnieren, teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.